Neid und Konkurrenz unter Frauen. Ich glaube, sehr viele erleben das heutzutage, doch es wird noch viel zu wenig darüber gesprochen. Ich persönlich habe sehr viel Neid und Konkurrenz erlebt in meinem Leben, in den verschiedenen Bereichen. Und genau heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dich da mitnehmen, dir zeigen, was steckt denn eigentlich dahinter und wie kannst du damit umgehen, wenn du in so einem Umfeld bist, wenn du so eine Situation hast, um eben gestärkt weiterzugehen und dein Licht nicht zu dimmen. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Wie ich schon angesprochen habe, ich habe sehr viel Neid erlebt in meinem Leben und das ging schon sehr früh in meinem nahen Umfeld los, wo ich immer wieder unterschwellige Blicke bekommen habe, wenn ich zum Beispiel schöne Kleider gekauft habe oder wenn ich von einer neuen Reise, von einer neuen Idee, die ich hatte, berichtet habe. Und es wurde zwar nicht ausgesprochen, aber ich habe das eben gespürt und das war sehr unangenehm. Und manchmal, und ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen soll, denn vor allem im nahen Umfeld, da denken wir uns ja, dass die Menschen eigentlich das Beste für einen wollen. Und das war dann sehr herausfordernd. Aber auch bei der Arbeit oder in der Schule haben sich immer wieder Gruppen gebildet unter Frauen. Und zum Beispiel, wenn ich gute Noten schrieb, habe ich Neid gespürt. Oder eben auch beim Arbeitsplatz. Ich habe in den verschiedenen Rezeptionen in der Welt gearbeitet, in Luxushotels und wir waren teilweise bis zu 10 Frauen in einem Team am Front- und Backoffice. Und dort gab es sehr viel eben Machtkampf. Auch dort haben sich dann Gruppen gebildet. Und ich habe das wirklich so gespürt, wie so, ich darf ja nicht besser sein als wer anderes. Und ich glaube, das ist heute in dieser Corporate World sehr gängig. Und in mir war eben immer dieser Gedanke, wir sind ja eine Gruppe, wir sind ein Team. Wir würden es ja so viel weiter bringen, wenn wir gemeinsam an einen Strang ziehen und gemeinsam in eine Richtung gehen würden und uns unterstützen würden. Es wäre ja auch so viel schöner und einfacher. Aber es war eben genau das Gegenteil der Fall und langfristig hat sich das für mich dann einfach nicht mehr gut angefühlt. Ich dachte eben, Neid hat etwas mit mir zu tun. Aber was wirklich dahinter steckt, das sind zum einen tiefe Unsicherheit und ein niedriger Selbstwert. Sprich, wenn ich mir meines Wertes nicht bewusst bin und vielleicht du glaubst, dass dein Wert hat etwas damit zu tun, wie du performst, was du bringst, was du leistest. Und dann bist du immer in dieser Unsicherheit, in diesem mangelnden Selbstwert. Und natürlich, dann kommt dieser Neid auf. Oder auch wenn du ein niedriges Selbstbewusstsein hast, diese Angst, ich bin nicht gut genug, dann eben kommt es hoch. Und das kann dann eben auch wie ein Unterlegenheitsgefühl sich anfühlen. Ich bin nicht gut genug. Aber auch diese unerfüllten Wünsche. Das heißt, wenn eine Frau mh, ein Leben leben möchte, mit Reisen, ein freies Leben, aber sie ist zum Beispiel Mutter und sie kann das aktuell nicht machen. Und dann kommst du daher und du lebst genau diese Punkte. Du bist erfolgreich, du siehst gut aus, du reist durch die Welt. Dann kann das eben in der anderen Frau genau das triggern. Ich habe das nicht, ich möchte das und daher entsteht eben dieser Neid. Und ein dritter Punkt ist auch das Mangeldenken und das Konkurrenzdenken. Das kann oft schon aus der Kindheit kommen, denn wir werden oft so erzogen, dass wir bewertet werden, dass wir verglichen werden und eben da entsteht schon früh dieser Konkurrenzdruck, Konkurrenzkampf. Und wenn ich nur das kenne, dann natürlich werde ich mir das später immer wieder rekreieren. Wenn ich nichts anderes kenne, dann trage ich auch vielleicht selbst solche Muster in mir, ohne dass mir das auch bewusst ist. Und hinter dem Ganzen geht es noch viel tiefer. Hinter dem Ganzen steckt oft eine toxische Scham, die sagt, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und daraus entsteht eben dieser Neid.
Die Frage ist, wie gehen wir mit dem Ganzen um? Punkt Nummer eins, versteh, also da braucht es diesen mentalen Shift, dass der Neid, das ist nicht dein Problem. Wenn wer neidisch auf dich ist, dann ist das ihr Problem. Und ja, ich verstehe, wenn du sehr feinfühlig und empathisch bist, dann oder vielleicht auch gelernt hast, die Gefühle von anderen zu übernehmen und für diese verantwortlich zu sein, dann kann das sehr schwer sein. Für mich war das auch tatsächlich sehr schwer. Ich kann das sehr gut verstehen. Und da geht es eben darum, dich abzugrenzen, diesen Neid zurückzugeben, das auch eventuell zu visualisieren und dass sich dieser Neid wie an dir abprasselt und zurückgeht. Ein zweiter Tipp ist, wenn es geht, reduziere den Kontakt mit den Leuten, die neidisch sind. Also schau da in deinem Umfeld, wo ist da dieser Neid? Und wenn möglich, ich weiß, auf der Arbeit ist es meist nicht, ist es oft nicht immer möglich, aber dennoch versuche das zu reduzieren und da Abstand zu gewinnen. Und als dritten Punkt, hör auf, dich klein zu machen. Nur weil wer anders neidisch ist, ist das kein Grund, dein Licht nicht zu leben. Und ich glaube, das passiert sehr oft bei Frauen, die diesen Neid erleben. Die machen sich dann unterbewusst klein und leiden dann still in sich, einfach um diese Harmonie zu bewahren. Ich kenne das selbst sehr gut von mir. Und als vierten Punkt, such dir ein Umfeld von unterstützenden Frauen. Das kann sehr wertvoll sein und du wirst auch merken, wie die Energie sich in dir verändert. Ich habe genau aus diesem Grund Frauenkreise ins Leben gerufen. Das sind sichere Räume für Frauen, wo sie sein können, so wie sie sind, wo das ausgedrückt werden darf, was ausgedrückt werden will, wo alle Emotionen willkommen sind und wo eben dein Erfolg gefeiert wird, wo deine Entwicklung gefeiert wird, wo du bestärkst, ermutigt wirst. Und diese Räume bewegen sehr viel in den Frauen. Und wenn dich das neugierig macht und du den Ruf spürst, dann komm sehr gerne dazu. Einmal im Monat haben wir einen Online-Frauenkreis. Du kannst von überall aus dabei sein. Ist auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Gibt es jeweils einen und einen im Monat. Du findest alles weitere unten verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gern einen Daumen nach oben da. Und ich sag danke, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal.